Digitalpianos mit Arranger-Funktion. In diese Kategorie gehört auch diese spezielle Ausführung. Haben wir bisher noch nie gehabt. Das ist der Thomann DP 275 GP Grand Piano. Wahnsinnsausführung. Extrem imposant. Ja, ich finde, du wirkst auch ganz anders vor diesem Instrument. Ja, das freut mich, ja. Es war wirklich jetzt eine Freude, das mal hier reinzuschieben. Einfach mal so einen richtigen Klavierflügel-Miniatur-Nachbau einfach mal so unter die Finger zu bekommen. Sieht toll aus und in Weiß natürlich gibt es nichts Passenderes als Imagine als Intro. Ja, ja, Hochglanzdesign, also wie man das vor einem Flügel hat. Also bringt wirklich Hochglanz in jede Hütte, würde ich sagen. Ja, das kann man so sagen, ja. In die bescheidenste Hütte. Aber ich bin sehr gespannt. Letztendlich will man ja auch wissen, also das ist eine sehr umfangreiche Ausführung mit allem Drum und Dran. Also man sieht das ja auch an den Knöpfen, da gibt es sehr viel, das wir jetzt so entdecken können, glaube ich. Aber letztendlich ist ja erstmal interessant, wie das als Klavier funktioniert, würde ich sagen. Ja. Also mein erster Eindruck ist sehr gut. Die Tastatur gefällt mir gut. Also lässt sich schön spielen. Die hat einen guten Druckpunkt. Die repetiert auch gut. Also man kann schneller spielen. Langsamer aber auch. Also es ist, ich sag mal, sehr gutmütig so. Ne? Also man kommt gut rein, so sag ich mal. Apropos Druckpunkt, die Tastatur sollte eine Druckpunktsimulation haben, also dass man tatsächlich im Tastenweg einen Druckpunkt spürt und von dort kann man auch den Klang auslösen. Funktioniert. Ja. Das ist auch gar nicht mal so übermäßig, dass man den fühlt, sondern das ist wirklich so ein ganz leichter Punkt und von dort kann man den wirklich auch sehr, sehr gezielt ansteuern, also dass man ganz leise Töne leichter spielen kann. Gut gemacht. Fühlt sich auch gut an. Fühlt sich gut an. Man hat auch so ein bisschen eine matte Beschichtung. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt aufgeraut ist, sondern es ist eher so, so eine Anti-Rutsch. So ein Ivory-Feel ist das schon. Genau, ein Ivory-Feel und muss ich sagen, ist beim Spielen äußerst angenehm. Also man hat einfach ein gutes Gefühl zu spielen und ich finde die Gewichtung gut. Ist nicht, wie gesagt, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Klar, das ist was ich auch öfter mal so sage, aber es ist halt oft so, dass manchmal eine Tastatur einem vielleicht zu schwer vorkommt. Manchmal ist sie zu leichtgängig und sie ist halt einfach gutmütig. Also sie kommt dem Spieler entgegen. Ja. Und also da sprechen wir ja wirklich von Qualitäten, die in der oberen Klasse auch unterwegs sind. Also jetzt muss man vielleicht auch mal den Preis sehen. Ne? Das liegt ja bei 2.200 €. Ja. Wenn ich bedenke, was Instrumente kosten, die ansonsten so in diesem Outfit angeboten werden, das ist schon äußerst günstig. Also ich denke, du hast absolut recht. Gerade dieses ganze Konzept mit diesem flügelartigen Aufbau ist, glaube ich, für den Preis konkurrenzlos. Ich kenne sowas auch nur in Preisklassen von 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 und mehr Euro. Das ist einfach wenn man was Schönes fürs Wohnzimmer möchte oder für ein schönes Musikzimmer in Schwarz oder in Weiß, ist das wirklich ein Instrument, was man sich angucken sollte. Ja. Also insofern müsste man jetzt mal sehen, wo ist denn eigentlich der Haken? Würde ich sagen. Das ist tatsächlich die Frage. Ja, also technisch gesehen, von der Tonerzeugung her, das ist 256-fach Polyphon, also das ist top aktuell. Es ist alles an Anschlussmöglichkeiten vorgesehen, Audio-Out, über den wir jetzt auch hören. Es gibt Kopfhöreranschlüsse, USB und alles das. Also man kann auch den Computer anschließen und Notation und Sequenzer, Arrangements machen damit. Das ist alles möglich. Aber bleiben wir, glaube ich, mal bei den internen Klängen. Jetzt haben wir einen Flügelsound die ganze Zeit gehört, genau, den ich sehr ausgewogen finde, also auch bis in die höchsten Lagen. Genau, das war das Grand Piano 1, also der Basissound, fand ich jetzt irgendwie... Der ist auch nicht zu aufdringlich. Dezent. Trotzdem geht nicht unter vom Klang. Hat aber trotzdem Ausdrucksmöglichkeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch ausgewogen.
Also schön zu spielen. Ja. Also wenn man so ausufern spielt in Arpeggios, das klingt ja natürlich auch fast bei jedem Einsteiger-Piano, klingt das super. Ja, das muss man Im schon Pedal, sagen. Wow, macht immer einen großen Sound. Ich würde gerne mal so ein Klassikbeispiel spielen, also mit nur ganz wenigen Noten. Ja. Da würde ich gerne mal hören, wie das klingt. Gerne. Der Klassiktest. Ich muss immer wieder dazu sagen, ich bin kein Klassikexperte, wie du weißt. Aber ich benutze halt immer diese Beispiele, um rauszufinden, wie ist die Anmutung von Klassik eigentlich. Ja. Und mir geht es darum, wenig Noten zu spielen. Also wie klingt das Klavier eigentlich mit einem Klassikstück? Ganz einfaches, diese Diabelli-Variation, nämlich von Beethoven eine und eine von Schubert. Eine ist expressiv gespielt, die andere ein bisschen zurückhaltend. Und dann kann man ja sehen, was aus dem Klavier so rauskommt. Ja. Okay. Die von Beethoven geht so. Das geht sehr gut, finde ich. Also die kann man sehr schön ausspielen. Also die sind auch markant und genau das möchte man ja haben. Ja. Das finde ich gut. Jetzt die etwas zurückhaltende Version von Schubert. Ja, im absoluten Pianissimo ist es vielleicht, gibt es der Klang vielleicht nicht her. Aber gut, da könnte man jetzt noch den Deckel zumachen, dann klingt es auch ein bisschen verhaltener. Weil die Lautsprecher, die man ja hier sieht, die werden dann durch den Deckel abgedeckt und dann ist der Sound ein bisschen sanfter. Das ist natürlich ein tolles Feature, dass man hier mit dem Deckel den Klang wie bei einem richtigen Flügel oder auch einem Klavier wirklich verändern kann. Das ist wirklich was man nicht außer Acht lassen soll, weil das wirklich viel Einfluss hat, nochmal gerade bei leisen Passagen den Deckel ganz zu machen oder auf eine kleine Position stellen. Und also man hat hier noch neben dem Klavierklang auch noch mal am Instrument auch Möglichkeiten, was zu verändern. Sonst hat man noch eine Variation, eine Mellow oder wie auch immer. Ja. Das finde ich ganz schön. Die Tastatur, finde ich, spielt sich wirklich gut. Die fühlt sich auch gut an. Das ist auch schon hochwertig. Auf jeden Fall, ja. Und gut, man kann natürlich, wenn man dann mehr Geld ausgeben will, wie du auch schon gesagt hast, die kosten bis zu 7.000, 8.000 Euro, dann kriegt man natürlich auch noch eine andere Qualität. Aber mir geht es eigentlich immer darum, wie ist die Verhältnismäßigkeit, also wie kann man eigentlich mit der Dynamik umgehen. Und das fühlt sich alles gut an, also wenn man so eine Passage hat. Da kann man jetzt einzelne Töne auch rausspielen. Diese Stimmführung, die nehme ich von oben auf und das kann man sehr schön rausspielen. Das funktioniert auch. Also letztendlich, darum geht es mir, ob man das technisch auch umsetzen kann. Und das kann man schon in die Tastatur reinkriegen. Und der Klang gibt's auch her. Also ich denke, die ist ein guter Kompromiss, einfach gerade auch schon für ein bisschen ambitioniertere Spieler, die aber halt auch den Augenmerk einfach auf das Instrument haben, das Visuelle von dem Instrument. Und diese Mischung, die passt. Ja, absolut. Gut, das hat ja noch einige Funktionen. Ich glaube, du bist wieder dran. Lass uns die auch noch anschauen. Okay. Gut, insgesamt gibt es laut Handbuch 1200 Sounds. Ich frage mich, wer so viele Sounds braucht. Das ist üppig, ja. Also da wird man ja Monate brauchen, bis man die alle durch hat. Aber ich glaube, es lässt sich erklären. Denn hier gibt es noch eine Begleitautomatik mit Styles, die eben Drums, Bass, Schlaggitarre, Rhythmusinstrumente spielen. Und da werden natürlich genretypische Sounds gebraucht. Also daher erklärt sich das, glaube ich. 1200 Sounds ist dann sogar fast okay, würde ich sagen, von der Menge her. Definitiv. Also um das alles darzustellen. Es gibt ja wirklich hunderte von Begleitarrangements, die da eingespeichert sind. Lass mal hören, was da rauskommt. Genau, wir haben hier quasi die Playback-Sektion für die ganzen Beats, die hier programmiert sind. Wir können hier einfach mal was... Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist quasi so ein typischer... Das ist ja echt voll 90er. Ja.
Yassin, du hast den Bogen raus, würde ich sagen. Also jetzt wäre ein Smoking vor dem Instrument wäre mindestens angesagt. Ja, vielleicht auch noch eine etwas 30 Jahre ältere Kluft vielleicht noch, 30 bis 40 Jahre so in dem Dreh. Also die Sounds sind natürlich so ein bisschen oldschool gehalten. Das ist cool, das macht auch Spaß, da kann man mit dazu spielen. Ich denke, das ist ein nettes Feature, was man mitnehmen kann. Aber Gut, hier werden okay. jetzt keine aktuellen Sounds jetzt abgebildet, vielleicht wie in teuren Workstations, die dann wirklich 5.000, Okay. 6.000 Euro kosten. Da erklärt sich dann vielleicht auch, oder relativiert sich der Preis. Ja. Muss man einfach auch da dann so die Grenze ziehen. Aber letztendlich, das ist überzeugend. Wir sagen, okay, das klingt sehr 90er, aber ich fand das überzeugend. Und letztendlich, wenn sich jemand zu Hause, so stelle ich mir es vor, wenn sich jemand zu Hause so ein Instrument aufstellt, der möchte vielleicht auch mal die Gäste unterhalten. Also jetzt eine Vorstellung davon. Aber ich denke, so stelle ich es mir halt vor und ich glaube, das ist eine coole Sache dann. Auf jeden Fall. Also es ist eine nette Beigabe und man muss sagen, dass natürlich das Bedienfeld extrem übersichtlich ist. Man hat zwar viele Knöpfe, was erstmal verwirrend ist, aber man hat wirklich vieles auch notiert. Also man sieht die ganzen Beats, also ein Tango, ein Bossa, ein Rumba, das ist ja alles schon vornotiert. Hier habe ich die Sounds, die Church Organs, Harmonic, E-Pianos. Also ich habe hier einen extrem guten Überblick. Wenn mir das gefällt, kann ich hier wirklich mehr oder weniger ohne groß nachzudenken hier mal einfach auf Start drücken und mit Intro und Outro. Und also wo du sagst, Bossa und Waltz und so weiter, das ist ja strictly Ballroom. Und ich glaube, da muss man auch die Grenze ziehen zu anderen Arranger-Keyboards, die eben wirklich hippe Styles aus dem Dance-Bereich und so haben. Ja. Das hier spricht natürlich auch eine andere Klientel an. Definitiv. Also ich glaube, hier geht es einfach ums Klavierspielen, einen super Look haben, Wohnzimmer-Style, edel, der ganze Auftritt ist einfach entscheidend und das nimmt man gerne noch mit als nettes Feature, wenn man zum Beispiel mal zu einer Begleitautomatik üben will und jetzt kein iPad oder sonstiges zusätzliches Gerät zur Hand hat. Das ist natürlich auch wirklich eine wichtige Sache. Also wer keine Band hat jetzt eine Band hier in dem Instrument und kann damit halt rhythmisch üben. Das ist ja auch wichtig. Das finde ich eigentlich auf jeden Fall. Tatsächlich programmiere ich mir Grooves ein und übe dann dazu, Solo zu spielen. Also das ist immer eine tolle Übung. Und wenn das alles schon da ist, finde ich super. Also eigentlich können wir schon zusammenfassen. Genau. Wir könnten jetzt natürlich auch noch Stunden irgendwie in die Tiefe gehen und die Funktionen ausprobieren. Aber Klaviersound ist sehr anspruchsvoll. Über die Tastatur spielt er sich super. Dann das Äußere. Es ist wirklich toll verarbeitet. Hochglanzlackierung. Ein richtiger Flügel. Mit dem verstellbaren Deckel sogar. Also man kann den auch da auf 2 Stufen einstellen. Eigentlich wie beim akustischen Instrument. Ja. Krass. Also, was ist deine Meinung als Klavierlehrer eigentlich? Sowas ist natürlich immer schön zu sehen, dass man vielleicht dann auch noch ein bisschen, da keinen Keyboardständer stehen hat oder sowas für ein Stage-Piano, für den Klavierunterricht. Das ist natürlich schon was Besonderes, ist preislich natürlich jetzt auch nicht mehr ganz günstig, aber natürlich weit entfernt von den anderen Genre-Vertretern für 4, 5, 6 und mehr 1.000 Euro. Ich finde das Konzept super, die Tastatur ist cool, der Klavierklang ist gut, die Sounds, die sind okay, dieses gut Brot- und Butter-Sounds, die da sind. Aber hier ist wirklich entscheidend das ganze Konzept mit diesem Flügelbau. Und was ich persönlich toll finde, ist, wir haben hier auch Rollen an den Beinen. Das heißt, ich kann so ein Teil auch mal von einem Raum in den anderen schieben. Also keine Investition, die dann jahrelang in der Ecke steht und man braucht irgendwie fünf Nachbarn, die einem helfen beim Tragen, sondern ich kann das hier wirklich sehr leicht auch mal irgendwie alleine verschieben. Und das ist wirklich so Wohnzimmer-Style und finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ob man jetzt bei einer Party darauf tanzen kann, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Nächsten Test. Aber nee, tolles Instrument. Ja. Also hätte ich nicht gedacht. Ist wirklich auch, wenn man spielt, hat es eine schöne Klangabstrahlung. Man sieht das hier, da sind Speaker hier vorn und dahinter. In dem Body eigentlich. Es gibt eine gute Akustik. Und wenn man dann noch den aufstellt, klingt es wirklich sehr, sehr groß auch. Tolle Sache. Interessantes Instrument auf jeden Fall. Alle Achtung.